Wie jede Fahrzeuggattung stellt auch ein Velomobil ganz besondere Anforderungen an den Fahrer, wenn er sich damit so sicher wie möglich im Straßenverkehr bewegen möchte. Aus der Fahrerfahrung eines Velonauten will diese Videoserie Anregungen geben, wie man typische Gefährdungen vermeidet. Hier beschäftigt uns die Sichtbarkeit des Velomobils für den Autofahrer. Anders als hier mit einem Rennrad gezeigt, sollte man mit einem Velomobil oder einem Liegerad niemals rechts an stehenden PKWs vorbei nach vorne fahren, selbst wenn viel Platz dies verlockend erscheinen lässt. Man will sicher nicht neben einem SUV zu stehen kommen. Das sieht jeder sofort ein. Hier kann der Fahrer das Velomobil neben sich überhaupt nicht sehen, weil seine Tür viel zu hoch ist, und selbst in seinem rechten Rückspiegel sind wir schon nach vorne verschwunden und nicht mehr sichtbar. Nur LKWs müssen einen Zusatzspiegel haben, der ihnen den Blick nach unten erlaubt. Wir müssen schon mindestens eine halbe Fahrzeuglänge nach vorne versetzt vor dem SUV stehen, um durch die Windschutzscheibe vom Fahrer wahrgenommen zu werden. Den viel gerühmten guten Verkehrsüberblick haben SUV-Fahrer bestenfalls auf größere Distanzen. Für die unmittelbare Umgebung ihres Fahrzeugs sind sie so lange blind, bis sie ihre Rangierkameras aktivieren. Hat der SUV-Fahrer die Annäherung unseres Velomobils also nicht bemerkt, kann er uns erst wieder sehen, wenn wir circa eine halbe Fahrzeuglänge vor ihm stehen. Aber selbst bei einem normalen Pkw heutiger Bauart ist der Fensterausschnitt oft noch zu hoch, um uns neben sich sehen zu können. Hier muss der Fahrer schon genau hinsehen, um unsere Helmspitze noch zu erkennen, und auch im Rückspiegel sind wir nicht existent. Wir tasten uns auch hier langsam vor, bis der Fahrer uns gerade wieder wahrnehmen kann. Und auch beim normalen Pkw sind wir erst gut zu erkennen, wenn wir fast eine halbe Fahrzeuglänge vorausfahren. Nicht nur die Position rechts neben den PKWs kann besonders gefährlich für uns sein, sondern auch die Art und Weise, wie wir hinter einem Pkw zu stehen kommen. Wer sich so nah, mittig hinter einen Pkw stellt, braucht wahrscheinlich dringend ein neues Velomobil. Das sähe bestenfalls der SUV-Fahrer, wenn wir noch 5 Meter hinter ihm sind. Und das zeigt sein Rückspiegel, wenn wir uns bis auf 3 Meter genähert haben. So nah wie wir jetzt stehen, sieht er uns gar nicht mehr. Was außerdem der SUV für uns hier verdeckt, ist der rangierende Pkw, der vor ihm einparken will. Der SUV ist ein wenig zu weit vorgefahren und möchte der schicken Fahrerin vor ihm Platz machen. Da er hinter sich alles frei wähnt, legt er flott den Rückwärtsgang ein, um 1-2 Meter zurückzusetzen. Jetzt kommt der Velonaut in Panik. Er kann nur hoffen, dass der SUV-Fahrer sein Hupen hört und daraufhin rechtzeitig einen Blick auf den Bildschirm seiner Rückfahrkamera wirft, bevor es kracht. Das Gefühl der Hilflosigkeit in solch einer Situation ist für den Velonauten überwältigend. Eine bessere Variante, um unsere Sichtbarkeit zu gewährleisten, wäre es, mit großzügigem Abstand rechts versetzt hinter dem Pkw zu warten. Hier sieht uns der Pkw-Fahrer wenigstens im rechten Außenspiegel. Hinter uns wartende PKWs könnten diese Position bei genügender Fahrbahnbreite allerdings auch als Einladung verstehen, sich neben uns zu stellen. Dann sind wir unfreiwillig wieder durch Unsichtbarkeit gefährdet. Zudem werden wir von entgegenkommenden Fahrzeugen erst sehr spät wahrgenommen. Das wird aber nur dann zum Problem, wenn die scheinbare Lücke in der Autoschlange ein Entgegenkommer zufällig als Einfahrt zum Beispiel in ein Privatgrundstück nutzen möchte und zügig um den Wagen vor uns herum einbiegt. Als Fazit scheint mir bei zweispurigen Straßen mit Gegenverkehr die nach links versetzte Warteposition
in 2 bis 3 Meter Abstand zum vorderen Fahrzeug die sicherste Variante zu sein, um sich mit einem Velomobil im Stau einzureihen. Wir sind im linken Außenspiegel des vorderen PKWs gut zu sehen und auch der Gegenverkehr kann uns schon von weitem erkennen. Und selbst ein von hinten, links am Stau, im Lückensprung vorbeizirkelnder Motorradfahrer wird uns rechtzeitig sehen und seine Überholmanöver darauf anpassen können.